Hi, ich bin Leandro, das ist Niklas, Hallo. Das ist Nuri hinter der Kamera und zusammen sind wir die NLN Show und heute zeigen wir euch unsere Heimatstadt Berlin. Also der erste Stopp hier ist die Spree. Das kennt ihr hier, das ist der Berliner Fluss, der einmal quer durch die Stadt durchgeht, durch Mitte. Und das ist das Kanzleramt natürlich, da arbeite ich irgendwann. Auf jeden Fall ist da hinten auch der Bundestag, ein paar Ministerien hier so drumherum. Und da hinten seht ihr das Paul-Löbe-Haus, das ist Teil vom Bundestag. Ich würde mal sagen, da gehen wir jetzt hin, ne? Ja. Kurzer Faktencheck, weil es im Bundestag so viele Abgeordnete gibt, also viel zu viele, als es eigentlich geben sollte. 798 oder so, ne? Ja, genau, es ist krass. Nee, noch nicht. Ach ja. Sein wahrscheinlich, ich glaube 719 oder sowas. Ich habe keine Zahl. Wir haben sie hier unten eingeblendet. Deshalb sind die Bundestagsbüros nicht nur im Bundestag drin, wie vorher, also im Reichstagsgebäude drin wie vorher, sondern auch im Paul-Löbe-Haus und im Elisabeth-Illers-Haus, was hinter dem Paul-Löbe-Haus ist. Fun Fact, weil es eine Transparenz geben soll, damit das Volk sieht, ist das Paul-Löbe-Haus mit Glas gemacht worden, also sozusagen so eine riesen Glasseite. Und die Kuppel vom Reichstag ist auch deshalb vom Architekten so gebaut worden, damit das Volk die Transparenz auch sehen kann. Also wenn man auch hier vor dem Reichstag steht, kann man auch reingucken in den Bundestag, in den Plenarsaal. Da sieht man den Bundesadler, den großen, der hinter dem Bundestagspräsidenten immer steht. Und das ist alles Teil dieser architektonischen Meisterleistung, um die Transparenz hervorzuheben. Also man sieht es jetzt nicht wirklich, aber wenn man reinzoomt, dann sieht man eigentlich, vor allem wenn es nachts ist und drin Licht ist, eine Plenarsitzung gerade stattfindet, sieht man den Bundesadler, die ganze Silhouette davon und da kann man wirklich reinschauen. Das ist krass. Man kann die auch besuchen gehen, by the way, muss man sich online irgendwie anmelden. Und es gibt auch Führung, das ist kostenlos, das kann man auch ohne Anmeldung machen und man kann da oben auf die Kuppel gehen. Und ja, schön, oder? Toll. Wisst ihr, oft wird fälschlicherweise das Brandenburger Tor oder hier der Reichstag als Berliner Wahrzeichen gesehen. Ist falsch, es ist der Berliner Bär. Ja, ich glaube, wir sind irgendwo eingesperrt, ne? Ich glaube nicht. Ah, nee, doch nicht, wir können ja raus. Das ist so schön. Hier ist ein Mahnmal, wie auch viele andere in Berlin. Also hier war ich das letzte Mal, als ich für Fridays for Future auf der Straße war. Hier war auf dem Platz. Und ganz viele Menschen haben mich ganz glücklich gemacht. Boah! Die Siegessäule wurde 1873 vom Architekten Heinrich Strack entworfen, um verschiedenste Siege von Preußen zu symbolisieren. Dafür steht auch die Goldelse auf dem Dach. Das ist sozusagen das Victory-Symbol für Berlin. Das ist das Brandenburger Tor, das Wahrzeichen von Berlin nach dem Berliner Bär natürlich. Und es steht für alles, also steht für Siege, steht für Verluste. Aber das Brandenburger Tor war der Anfangspunkt von Berlin. Am Anfang waren es nur 2 Säulen, aber jetzt sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6 geworden. Und oben auf dem Kopf steht die Quadriga. Die wurde aber mal nach Frankreich von Napoleon gekidnappt, hat einfach mit einer Leiter so runtergeholt mitten in der Nacht. Und jetzt ist sie wieder da. Das ist der Pariser Platz, das ist der große Ort der Demonstration. Hier wird alles gefordert, hoffentlich auch mal ein bisschen was erwirkt, aber viele verschiedene Themen werden hier durchgesetzt oder versucht durchzusetzen. Wir haben hier die amerikanische Botschaft, wir haben das Hotel Adlon, das größte, nee, nicht das größte, aber das berühmteste Hotel der Welt, würde ich mal sagen. Der Pariser Platz ist das Symbol dafür, dass wir in einer Simulation leben. Schaut euch mal ein bisschen um. Auf der Quadriga seht ihr das altpreußische Zeichen. Das hält die Quadriga auf ihrem von 4 Pferden gezogenen Wagen. Im Hotel Adlon haben die verschiedensten Stars mal gelebt, wie Udo Lindenberg oder auch Michael Jackson zum Beispiel. Hier seht ihr es, das ist das berühmteste Hotel der Welt, würde ich mal jetzt so in den Raum werfen. Und ja, steht auch direkt am Brandenburger Tor, ne? Beste Lage. Das ist keine Werbung. Aber kein Meeresblick, ne? Erzählen. So, hier gibt es jetzt wichtige Berliner Geschichtsdaten, zum Beispiel der Fall der Mauer, kennen wir ja alle. Oder hier die Teilung, ne? Das war ja auch ein großes Thema. Wir können ja mal rumschauen. Nationalsozialismus, Zeit vorm Nationalsozialismus, Kaiserreich und Erster Weltkrieg, Napoleon in Berlin.
Es ist 18:08 Uhr mittlerweile auf dem Bebelsplatz und hier ist ganz interessant, da haben wir die Humboldt-Universität. Hinter mir ist die Staatsoper unter den Linden, ganz tolle Oper, war ich schon mal drin. Und da hinten ist die St. Hedwigs-Kathedrale. Also wir stehen hier immer noch auf dem Bebelplatz, weil wir euch einen ganz zentralen Punkt zeigen wollen von Berliner Geschichte. Und zwar haben hier die Nazis ganz viele Bücher verbrannt von Juden und Pazifisten und anderen Leuten, die ihrer Ideologie nicht entsprachen. Und das Denkmal da unten erinnert daran, da sieht man, weiß nicht, ob ihr das so gut sehen könnt, aber leere Bücherregale, die eigentlich voll sein sollten mit ganz vielen Werken von zum Beispiel Erich Kästner oder Mann. Und da waren ganz viele tolle dabei, die zum Glück auch noch Kopien hatten, weshalb wir immer noch davon profitieren können. So, hier die Staatsoper, ne? Und ein Mülleimer. Ein BSM-Mülleimer, ja. Boah, der ist aber Krass, oder? Der ist real. Also in Berlin haben wir sowas nicht so, ne? Eigentlich nicht. Denk nicht, dass das hier normal Standard ist. Wir laufen gerade auf der Straße unter den Linden und hier ist alles Berlin-Mitte. Vielleicht ist es interessant. Wir sind hier im U-Bahnhof Museumsinsel und das ist der schönste Bahnhof Berlins, finden wir, deshalb wollen wir euch den gerne mal zeigen. Also hier ist alles viel moderner als irgendwo anders in Berlin. Also es gibt keinen vergleichbaren Bahnhof in Berlin wie den. Hier gibt es in Berlin, glaube ich, keinen schöneren Bahnhof als Museumsinsel. Hier sind wir gerade. Schaut euch mal hier an, allein der Gang hier. Aber auch, wenn man auf den Sternenhimmel schaut, also das ist... Also wirklich, BVG habt ihr echt gut gemacht, aber dafür haben wir halt kein Geld mehr bei den anderen Bahnhöfen. Deshalb sehen die alle abgeranzt aus. Also erwartet das nicht von jedem Bahnhof hier in Berlin. So, wir holen uns jetzt eine Bratwurst. Niklas und ich haben Hunger. Nuri will nicht. So typisch Berliner ist eine Currywurst. Und ich ist eine Bratwurst. Wir haben uns gerade was zu essen gegönnt und jetzt stehen wir hier vom Humboldt-Forum. Es wurde neu gebaut. Das ist das alte Stadtschloss von der DDR. Wurde jetzt umgebaut, neu gebaut, renoviert, was auch immer. Und ja, das ist schön. Da ist jetzt ein Museum drin. Hier ist die Spree, der Berliner Fluss, der, wie gesagt, durch Berlin fließt. Wir sind jetzt auf der Museumsinsel, das heißt, wir sind jetzt umringt von der Spree. Wir sind hier, da ist die Spree. Jetzt zeige ich euch den anderen Part der Spree, der ist weiter da hinten, da ist der Berliner Dom. Hier könnt ihr ihn sehen, den Berliner Dom. Es ist die Kathedrale von Berlin. Ja, hübsch auf jeden Fall. Und hier vorne seht ihr den Lustgarten, ich weiß auch nicht, warum der so heißt. Und da hinten ist die neue Galerie und die Nationalgalerie und das alte Museum. Der Berliner Dom sieht steinalt aus, ist aber nicht. Der wurde erst 1905 errichtet, wurde es eine protestantische Kirche und war mal Teil vom Osten. Alles, was ihr hier seht, war früher Ost bei der Teilung und ja, dementsprechend wurden auf dem Dom einige Sachen verändert. Zum Beispiel wurden die ganzen Engelsstatuen abgemeistert und durch Jahresendflügelfiguren ersetzt. So hießen die nämlich damals in der DDR. Hier ist das Humboldt-Forum. Hier wird alles ausgestellt, was man sich vorstellen kann. Aus verschiedensten Teilen der Welt. Humboldt ist Namensgeber, da waren die Humboldt-Geschwister, deshalb heißt die Humboldt-Uni auch so. Nach Wilhelm von Humboldt, das war ein Wissenschaftler. Und sein Bruder Alexander von Humboldt war auch ein Wissenschaftler. Und beide waren Wissenschaftler und deshalb heißen die auch so, die viel mit Wissenschaft zu tun haben. Das Humboldt-Forum hatte letztens ein paar Skandale, dass sie so ein paar, keine Skandale, aber das Humboldt-Forum sollte so ein paar Exponate zurückschicken in die Länder, wo sie eigentlich herkommen. Und das ist dann auch geschehen. So, wir laufen jetzt langsam von der Museumsinsel runter und gehen jetzt ins Nikolaiviertel. Das ist nämlich der Startpunkt von Berlin. Wenn es jetzt nachts wird es ganz geil aussehen, aber da oben steht Nikolaiviertel. Und ich habe meinen Beutel wiedergefunden. Krass, wo war denn der in der U-Bahn? Ja, ich habe den in der U-Bahn vergessen. Oh, und hier ist die Nikolaikirche. Ganz interessant, weil hier war der Startpunkt von Berlin. Hier hat Berlin wirklich begonnen. Das war damals die erste mittelalterliche Siedlung. Und ja, seitdem hat sich Berlin ein bisschen expandiert, würde ich mal sagen. Also da hinten ist die Marienkirche, da habe ich schon mit meinem Chor gesungen. Oh, wirklich? Ja. So, ich habe meine Tasche wieder verloren, aber meint, wir sind am Ende. Danke, dass ihr dabei wart. Hier sind wir noch am Roten Rathaus einmal vorbeigelaufen und hinter euch ist der Fernsehturm. Ja.
Und schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr noch sonst von uns sehen wollt. Ihr könnt gerne mal reinfolgen. Und zwar seht ihr gleich hier, wie man das so macht und mit der Glocke aktivieren. Und dann gibt es auch bald wieder neue Videos von uns. Also bis dahin.